Ja, ich sitze hier mit meinem lieben Kollegen Dr. Frank Hagenow. Frank ist Psychologe, Business Coach und Keynote Speaker. Frank, was ist denn so dein Schwerpunktthema, wenn du als Keynote Speaker unterwegs bist? Naja, mein Thema ist ja Führen ohne Psychotricks. Also das, worum es letztendlich auch vielen Unternehmen geht, zu gucken, wie gelingt es Menschen mit Ethik und Anstand zu gewinnen. Klingt sehr, sehr spannend. Das Thema Führung beschäftigt ja viele Menschen und auch viele Unternehmen. Was suchen deine Kunden, wenn du jetzt für eine Speech zum Beispiel gebucht wirst? Was wollen deine Kunden erreichen? Das ist ganz unterschiedlich. Oftmals geht es um Führungsthemen, weil wir haben ja gerade im deutschsprachigen Bereich einen großen Fachkräftemangel. Für viele Unternehmen ist es schwierig, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen. Dafür geben die viel Geld aus. Und wenn diese qualifizierten Mitarbeiter dann da sind, dann werden sie häufig von einer Führungskraft vergrault. Also Menschen kommen zu Unternehmen, sie verlassen dann aber letztendlich Führungskräfte. Und dort anzusetzen, zu sagen, was kann ich als Unternehmen oder als Führungskraft tun, damit ich Menschen mit vertrauensvollen Beziehungen langfristig an mich binde, das ist das Thema. Ich habe dein Buch gelesen, war sehr spannend. Du warst das, ja wunderbar. Ich habe das natürlich auch durchgearbeitet, weil ich eine sehr ähnliche Zielgruppe wie du anspreche, nur aus rhetorischer Sicht. Und das Thema Psychotricks ist natürlich ein sehr großes bei uns, auch im rhetorischen Bereich. Kannst du mir noch ein Beispiel geben, was ist denn so ein Psychotrick zum Beispiel? Von einer kleinen Flunkerei bis hin zu einer handfesten Lüge ist da alles drin. Aber der Klassiker, der oftmals in Unternehmen stattfindet, ist, ich verspreche dir etwas. Ich als dein Chef verspreche dir irgendetwas. Eine Gehaltserhöhung oder einen besonderen Benefit, der aus irgendetwas hervorgeht, was du für mich dann tun sollst dafür. Und der Trick ist aber, ich weiß schon im Vorwege, es wird niemals dazu kommen, auch wenn du die Leistung ablieferst, sondern es ist nur der Köder, um das zu bekommen, was ich gerne möchte. Also das klingt stark nach Manipulation. Ja, natürlich, genau. Natürlich. Wie kann ich es als Mitarbeiter machen, dass ich das durchschaue? Das ist manchmal schwierig, weil der Grund, warum psychologische Tricks angewendet werden, ganz oft der ist, weil sie auch funktionieren. Ja, sie funktionieren und zumindest einmal. Und das ist für viele Führungskräfte oftmals schon ein ausreichender Grund, um sie anzuwenden. Ein häufiger Hinweis darauf, dass irgendetwas gar nicht so gemeint ist, wie es eigentlich klingt, ist, wenn es zu schön klingt, um wahr zu sein. Also wenn ich dich mit etwas ködere, wo du sagst, oh, das wäre ja so irrsinnig toll, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, dann stimmt es vielleicht auch meistens gar nicht. Ja, also da dem gesunden Menschenverstand zu trauen und über den eigenen Wunsch hinwegzugehen und zu sagen, okay, ich hätte das zwar gern, aber vielleicht ist das auch nur das Schmieröl, um mich geschmeidig auf die Spur zu bringen. Das kann schon mal ein Hinweis sein. Also das heißt, du sagst, wenn so ein Vorschlag, so eine Idee kommt, dann lohnt es sich, auf das Bauchgefühl zu hören? Als Ansatz auf jeden Fall. Ich würde dann immer einen Schritt weiter gehen und auch, sagen wir mal, bei Versprechungen dann tatsächlich auch klare Vereinbarungen treffen und zu sagen, okay, wenn Sie mir jetzt versprechen, ich bekomme jetzt die Gehaltserhöhung XY, dann lassen Sie uns das schriftlich fixieren. Ja? Lassen Sie uns das fest vereinbaren, sodass klar ist, wenn das Ziel erreicht ist, dann bekomme ich auch das, was Sie mir hier versprochen haben. Das heißt, den Sack zumachen. Genau. Und es funktioniert auf der anderen Seite eben nicht nur mit Belohnungen, sondern eben auch mit Angst machen. Ich kann dir natürlich auch Angst machen, dass du deinen Arbeitsplatz verlierst, wenn du irgendetwas nicht tust. Und auch da wird oftmals mit der Angst gearbeitet, obwohl mir schon klar ist, ich werde dich nicht rausschmeißen. Ja, ganz Angst. Sicher ein schnell wirkender Psychotrick, der langfristig zu überdenken ist. Ja, genau. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Dank für das Interview.